Ladies and gentlemen, let me introduce to you... Wir sind Zoe und Merlin und wir haben in den letzten Monaten diesen Bus Bilbo ausgebaut. Und was genau wir da drin gemacht haben und wie der jetzt aussieht, das zeigen wir euch jetzt in unserer kleinen Roomtour. Let's go! Willkommen in unserem Bus. Das hier ist ein VW T3 Synchro aus dem Baujahr 1987. Ist ein Allradfahrzeug und er hat schon stolze 35 Jahre auf dem Buckel. Wir haben leider kein H-Kennzeichen, hat der Vorbesitzer nicht gemacht. Wir hatten jetzt keine Zeit mehr, uns noch drum zu kümmern, obwohl wir das theoretisch wahrscheinlich bekommen hätten. Aber da wir jetzt sowieso außerhalb von Deutschland und bald auch außerhalb von Europa unterwegs sind, ist uns das jetzt erstmal egal. Der Bus hat 2 Differentialsperren und es ist ein anderer Motor drin. Da ist jetzt der AAZ drin mit 75 PS. Wir haben also ganze 6 PS mehr Wumms, als der Bus normalerweise hat. Und das ist ein Turbodiesel und viel mehr gibt es hier, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Ab in den Innenraum! Herzlich willkommen in unserem Herzstück des Busses. Wir haben den Innenraum extra so gestaltet, dass das hier möglichst offen und luftig ist, weil der Raum so klein ist. Und durch diesen Ausbau wirkt das alles einen Ticken größer. Und ja, dann können wir gleich mal anfangen. Und zwar ist hier vorne unsere 18 Liter Kühlbox. Ist nicht groß, aber bis jetzt haben wir irgendwie immer alles reinbekommen, inklusive kalter Getränke. Sehr wichtig. Und hier hinter mir ist unser Küchenblock. Da haben wir hier oben ein kleines Waschbecken, einen Wasserhahn mit einer Druckwasserpumpe. Und die sitzt nämlich hier unten hinter unserem ganzen Zeug. Plus unsere Alpfilter, Wasserfilter, die haben wir hier verbaut. Falls euch die interessieren, haben wir die auch nochmal hier unten verlinkt. Sind wir ein großer Fan von, weil damit müssen wir uns nämlich keine Sorgen mehr machen, was mit unserem Wasser ist. Das ist immer sauber. Und hier drunter sind 2x19 Liter Wasserkanister für Frischwasser und ein 13 Liter Abwassertank, damit wir immer genug Wasser an Bord haben. Und hier können wir einfach regelmäßig das Wasser wegkippen. Und dann hat sich das auch erledigt. Ansonsten verstauen wir hier unten alles Mögliche, wie zum Beispiel Handtücher oder auch unser Badkörbchen. Da ist alles drin, was wir so aus der Badabteilung besitzen. Haben wir noch mehr Handtücher und anderes Zeug. Weil der Bus so klein ist, muss hier natürlich alles irgendwie so ein bisschen reingestopft werden. Und was da reinpasst, kommt auch irgendwie rein. Okay, weiter geht's mit unserer Schublade. In dieser Schublade ist alles drin, was wir an Küchenutensilien besitzen, also Messerbrettchen, alles mögliche an Besteck, Kochtöpfe, Tassen etc. Kaffeezeug. Kaffeezeug, genau, ganz wichtig. Natürlich haben wir nicht auf unser Kaffeezeug verzichtet, wie unsere Mühle oder auch unsere Aeropress. Ohne geht natürlich nicht für uns. Und eine Etage tiefer befindet sich dann der Rest unserer Küche quasi. Hier ist unser Kocher. Wir haben im Moment nur eine Outdoor-Lösung. Das hier ist ein Multifuel-Kocher, mit dem können wir mit Gas, Benzin, Diesel, Spiritus, alles was uns so in die Hände fällt, kochen. Funktioniert leider nicht für den Innenraum, aber wir kochen sowieso meistens draußen. Deshalb ist das nicht so schlimm. Ansonsten befindet sich hier einfach noch weiterer Stauraum. Da kommt, wie gesagt, auch immer alles rein, was da irgendwie reinpasst. Das ist bei dem Ausbau so. Und das Allerwichtigste, was sich auch schon viele Leute gefragt haben, ist unsere Toilette. Wir haben natürlich eine Toilette dabei. Das war uns super wichtig, auch auf diesem kleinen Platz. Wir haben uns jetzt hier für diese Trockentrenntoilette von Boxio entschieden. Die ist nämlich einfach nur eine umgebaute Eurokiste, ist recht günstig und macht den Job genauso wie jede andere Trockentrenntoilette und passt halt hier perfekt rein. Damit uns das Ganze hier nicht auffliegt während der Fahrt und vor allem auch nicht, wenn wir Offroad fahren, haben wir natürlich noch Verschlüsse für die Tür. Wir hatten mal andere Verschlüsse, so Pushlocks, die waren aber total Schrott, deswegen haben wir die wieder rausgeschmissen und haben uns jetzt hier solche Riegel eingebaut. Die sind auf der Rückseite und man kann einfach, wenn sie zu sind, mit dem Finger hier durchgreifen und die da vorschieben. Bis jetzt haben sie sehr gut gehalten und eigentlich finde ich, sieht es auch so schön aus als vorher mit diesen anderen Schlössern.
Und weil wir, wie gesagt, wirklich jeden Zentimeter an Platz brauchen, haben wir hier auch noch mehr Stauraum oder nutzen alles, was hier irgendwie frei ist. Zum Beispiel hier hinter dem Sitz sind unsere Stühle, die man super klein zusammenpacken kann, sind von Frontrunner, auch die unten verlinkt. Unser Solarpanel für unseren Jackery haben wir hier verstaut und unseren kleinen Campingtisch, den wir sowohl für draußen als auch hier für den Innenraum benutzen können. Und außerdem haben wir hier noch einen Teil unserer Thermomatten, die wir hier nachts ans Fenster machen oder auch tagsüber gegen die Sonne. Die können wir hier schön reinstopfen und dadurch ist das hier alles richtig schön fest und kann nicht rausfallen. Auch super wichtig bei so einem Offroad-Fahrzeug, dass eben das Zeug hier nicht durch die Gegend fliegt. Genau, ansonsten ist es halt einfach so, dass wir bei dem kleinen Fahrzeug immer das Zeug ein bisschen von vorne und nach hinten schaffen müssen. Wir haben hier noch so einen Einsatz, den können wir ins Fenster setzen mit einem Ventilator, um einfach Feuchtigkeit aus dem Bus zu bekommen. Der liegt eigentlich hier immer rum, aber nachts packen wir den nach vorne. Und dann kommen wir nämlich hier hinten noch an unser Fach unter dem Sitz ran. Da haben wir Lottas Sachen drin, alles mögliche an Leckerlis und Zubehör. Können wir hier schön unter dem Sitz verstauen. Dasselbe gilt für hier hinten. Das kram ich jetzt mal nicht raus, aber hier ist auch nochmal ein Fach, wo einfach noch Platz ist für Zeug, was wir halt irgendwie unterbringen können und somit ist wirklich jeder Zentimeter sehr gut genutzt, würde ich mal sagen. Weiter geht's mit Stauraum. Wir haben uns hier noch so ein nützliches Netz vorne angebracht und hier können wir halt unsere ganzen Bücher, unsere E-Books, Notizbücher und so weiter unterbringen. Auch sehr, sehr gut, weil das hier nämlich schön fest ist und sonst würde das hier immer rumliegen. Sind wir super happy mit. Und hier daneben ist Lottas kleiner Platz. Hier hat sie ihr Futter und Trinkschälchen. Das steht da immer, wenn wir hier stehen. Und hier hinter ist eine Klappe. Da geht es zu unserer Elektrik, beziehungsweise haben wir hier unseren Jackery verstaut und unser Wechselrichter. Und hier um die Ecke geht es dann weiter. Da steht dann noch unsere 125 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, die diesen ganzen Ausbau hier mit Strom versorgt. Und damit kommen wir super gut zurecht. Ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wir haben Anfang des Jahres ein Kochbuch rausgebracht. Ein Kochbuch, was sich nur um Tofu dreht. Und diese Woche war der Welttag des Tofus am Donnerstag. Und deswegen gibt es noch bis heute, den 28. August 2022, eine Rabattaktion. Und ihr könnt 5 € auf den Kauf unseres Kochbuchs sparen. Der Link dafür ist unten in der Beschreibung. Und viel Spaß beim Kochen. Jetzt geht's weiter. Okay, weiter geht's mit unserer Sitzbank, unser Arbeitsplatz, unser Schlafplatz auch gleichzeitig. Tagsüber ist es eine Bank und hier haben wir auch noch ein bisschen Stauraum versteckt. Einmal hier oben, das finde ich ist eine richtig coole Lösung. Wir haben einfach eins von unseren Kissen genommen, haben den Bezug quasi, haben das innen rausgemacht, das Polster und haben jetzt ganz viele Pullis und sowas reingesteckt. Und es ist jetzt immer noch genauso weich. Aber wir haben noch ein bisschen Zeug untergebracht. Genauso wie hier an der Seite neben der Bank sind unsere Einsätze, die wir in die Fenster machen können, damit wir auch nachts die Fenster ein Stück geöffnet haben können, ohne dass hier jemand rein kann und vor allem ohne, dass hier Moskitos reinkommen. Dann haben wir unter der Bank noch weiteren Stauraum. Einmal hat Lotte hier ihre Höhle, die sie auch sehr feiert und aus der sie gar nicht rauszukriegen ist. Und auf der anderen Seite haben wir einmal einen Teil der Elektrik. Und dann ist hier noch unser Kameraequipment in Koffern verpackt, sodass das auch immer sicher ist, aber gleichzeitig leicht zu erreichen. Eine der Sachen, über die wir uns am meisten gefreut haben beim Umbau, war, als wir hier einen Drehsitz eingebaut haben. Moment, ich kann den Beifahrersitz einfach einmal um die eigene Achse drehen. Und das öffnet den Wohnraum so krass. Wir können uns jetzt hier gegenüber sitzen, Berlin auf der Sitzbank, ich auf dem Sitz. Und wir sind uns 2-3 Meter auseinander und das ist richtig angenehm. Und ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben, weil es einfach diesen kleinen Raum noch ein bisschen deutlich größer macht. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir unsere Sitzecke zum Bett umbauen. Das müssen wir jeden Abend und jeden Morgen machen, aber es ist ein krasser Platzgewinn und es geht auch ganz schnell. Moment, noch ein weiterer Platz, der genutzt sein will. Hier hinter der Sitzlehne verstauen wir unseren Außentisch. So ist er immer aus dem Weg. Man muss nur dran denken, bevor man das Bett aufbaut, dass man ihn da wegnimmt. Tada! 5 Sekunden. Und jetzt noch Bett ziehen. Weiter geht's mit Stauraum. Wir haben nämlich doch irgendwie einiges davon.
Hier an der Seite haben wir uns dagegen entschieden, eine hohe Schrankwand zu machen, weil wir einfach dieses Fenster nicht verlieren wollten und halt einfach ein offenes, luftiges Raumkonzept haben wollten. Deswegen ist hier nur eine Truhe, die halb hoch ist, also bis unter das Fenster geht. Aber hier passt trotzdem eine Menge rein. Wir haben das Ganze aufgeteilt in 4 verschiedene Fächer. Ich mach die mal alle auf. Und hier sind ganz viele Sachen drin. Hier vorne haben wir unsere Vorräte und alles, was wir irgendwie fürs Kochen brauchen, wie Gewürze, Tomaten, Chips, aber auch Mehl, Konserven, Nudeln, alles Mögliche. Da passt echt eine Menge rein. Hier daneben sind unsere Klamotten. Die haben wir in so Filzkörben organisiert. Also da haben wir jeweils so ein Körbchen und noch ein kleineres Körbchen und dann ist noch jede Menge daneben gestopft. Und ich finde schon, dass da genug reinpasst. Wir haben jeweils 2 lange Jeans, jeweils eine kurze Jeans, 5, 6 T-Shirts pro Person, Pullis und so weiter. Also es ist schon einiges. Also damit kommen wir auf jeden Fall zurecht. Hier haben wir dann unsere unsere Technik, also unsere Laptops, unsere Kamera, die Fotokamera und Ladegeräte und so, solche Sachen. Und ganz hinten ist die Unterwäsche. Der T3 hat den Motor ja hinten. Und wir haben diese Motorklappe quasi nochmal um 15 cm erhöht. Wir haben das Bett nicht direkt hier unten auf dem Motor drauf gemacht, sondern haben hier nochmal ein Staufach geschaffen, was super viel wert ist, weil da jede Menge Zeug reinpasst. Und man kann das Ganze jetzt hier so hochklappen, hier in Holz reinklemmen. Und hier drunter sind nochmal 4 tiefe Euroboxen und jede Menge Hundefutter, Ersatzschuhe, Werkzeuge und so weiter. Also das ist richtig krass, was hier noch alles reingeht. Und wenn wir mal an den Motor wollen, dann müssen wir halt alles hier rausnehmen. Und dann ist hier unten drunter so ein Blech, was man hochnimmt und da ist dann der Motor drunter. Hoffen wir einfach mal, dass wir da nicht so oft dran müssen, aber es ist schon möglich, das Zeug hier alles rauszuräumen. Und auch wenn wir im Bus alles so gebaut haben, dass wir möglichst viel Platz haben, alles möglichst offen ist, wird es trotzdem manchmal etwas eng. Deshalb haben wir unser Wohnzimmer hier nach außen verlegt mit der Markise, mit den Stühlen und wir haben natürlich noch viel mehr gemacht, damit das Fahrzeug für unsere Abenteuer tauglich ist. Dieser Hängetisch ist eins unserer Highlights und das haben wir wirklich noch kurz vor knapp gemacht. Und ich muss sagen, ich bin richtig happy darüber, weil wir kochen ja schon sehr gerne und auch viel. Und drin können wir natürlich auch kochen, aber es ist doch was anderes, wenn man nicht stehen kann und der Platz ist ja sehr, sehr beschränkt. Und es macht einfach Bock, draußen zu kochen. Deswegen kochen wir eigentlich immer hier draußen. Wir können hier unseren Kocher hinstellen, wir können hier unser Essen vorbereiten, alles zusammenschneiden. Unser Kaffee machen. Unseren Kaffee morgens machen, das ist richtig cool. Und wenn die Sonne knallt, haben wir hier immer noch die Markise über uns. Also von daher muss ich sagen, ich liebe unsere Outdoor-Küche. Und die Male, die wir im Bus gekocht haben, kann man wirklich mit einer Hand abzählen, würde ich sagen. Eigentlich machen wir das immer alles hier draußen. Und wir haben natürlich noch einiges gemacht, damit unser Bus auch für unsere zukünftigen Abenteuer perfekt ausgerüstet ist. Unter anderem dieses Ersatzrad bzw. Ersatzradhalter, den wir einfach so wegschwingen können, wenn wir hier hinten dran müssen. Und der hängt hier ziemlich gut. Wir kommen nämlich schnell an das Rad dran, können das schnell tauschen, wenn irgendwas ist. Wir wollen nämlich nicht gerne da noch im Dreck rumrobben müssen, um das Rad von unten vom Auto zu holen, wo es normalerweise ist. Deshalb bin ich ganz happy damit. Wir haben hier noch so einen coolen Grill hinten auf dem Ersatzrad. Den können wir abnehmen, dann können wir da drunter ein Feuer machen und können hier Tofu grillen. Ausschließlich Tofu. Ausschließlich. Und das war es natürlich immer noch nicht. Hier oben geht es weiter mit unserem Zyklonfilter. Der filtert alles, was an Feststoffen in unsere Luftansaugung vom Motor kommen könnte, vorher schon raus. Und das wird dann hier oben wieder ausgeschieden. Das schont unseren Luftfilter. Gerade bei Wüstendurchquerungen wird das sehr, sehr nützlich sein. Und dann geht es auch schon weiter mit unserem kompletten Dachgepäckträger, den wir wirklich bis aufs Maximum ausgenutzt haben an Platz, was wir da haben. Wie zum Beispiel hier mit unseren Sandblechen, die wir, denke ich mal, schon noch sehr oft benutzen werden. Und unserem Wagenheber, der auch Offroad-tauglich ist. Mit dem können wir das Auto richtig schön hochheben oder können sogar ein Abschleppseil dran befestigen und das andere Seil irgendwo um den Baum machen, das Ganze dazu benutzen, um unser Auto irgendwo wieder rauszuziehen. Da sind wir also bestens ausgerüstet. Und diese Babys haben wir uns auch noch gegönnt, die Bügelspiegel. Die sehen nicht nur cool aus, sondern man sieht auch tatsächlich dann mal was in den Rückspiegeln, weil die Original waren es dann doch etwas zu klein.
Wie gesagt, unser Dach ist wirklich bis aufs Maximum vollgepackt. Das fängt hier vorne an mit unseren 220 Watt Solarpanels, die uns schon ordentlich Strom liefern. Das ist sehr, sehr cool, dass wir die dabei haben. Dann geht es hier hinter weiter mit unserer Heizungskiste. Hier ist eine Autotherm 2D, also eine 2 kW Dieselstandheizung eingebaut. Und die können wir hier oben betreiben. Dann wird einfach ein Rohr gelegt bis runter ins Fenster, dann haben wir warme Luft unten drin. Hier neben haben wir einen wasserdichten Sack, da sind im Moment Badeklamotten und Neoprenanzüge drin. Der geht sogar noch größer zu machen, das heißt, da können wir auch noch mal zusätzlich Sachen drin lagern. Genauso wie in unseren Frontrunner Kisten, davon haben wir 4 Stück, die sind alle identisch. Und hier sind Sachen drin wie Ersatzklamotten, Wanderschuhe, Rucksäcke oder auch noch ein paar Werkzeuge und vor allem Ersatzteile für das Auto. Das ist immer gut dabei zu haben. Hier neben haben wir noch 2x20 Liter Dieselkanister, die sind jetzt noch nicht voll. Die werden wir in der Regel erst dann voll machen, wenn wir wissen, dass wir eine längere Strecke fahren, in der wir an keiner Tankstelle mehr vorbeikommen. Und hier hinter ist nochmal ein 42 Liter Wassertank. Den befüllen wir im Moment auch immer nur zu einem Teil. Das ist nämlich die perfekte Dusche, weil wir hier neben nämlich noch einen Arm haben, von dem aus wir das Wasser ablassen können. Da kann man sich dann drunter stellen und duschen. Das macht richtig Bock. Und somit würde ich sagen, ist dieser Dachträger perfekt genutzt. Und alles, was hier oben auf dem Dach ist, bis auf die Heizungskiste und diese Tasche und die Panels, sind von Frontrunner. Die haben uns die Sachen freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dass wir die für unsere Abenteuer nutzen können. Und wir sind super happy damit. Wir hatten bei unserem alten Ausbau auch schon Frontrunner Sachen und können es nur wärmstens empfehlen, weil die Sachen nämlich einfach super sind und das passt einfach alles zusammen. Das war echt easy, hier drauf zu verpacken und halt auch zusammenzubauen. Fast hätte ich es vergessen. Wir haben hier vorne noch eine 40 Zoll LED-Bar, damit wir auch im Dunkeln sehen, wo wir langfahren, wenn wir Offroad unterwegs sind. Und hinten drauf haben wir nochmal 2 einzelne 12 Zoll LED-Bars, damit wir auch im Rückwärtsgang immer einen Durchblick haben, wo es hingeht. Das war die Roomtour von unserem VW T3 Synchro, den wir dem Namen Bilbo gegeben haben. Wir haben den jetzt innerhalb von 7 Wochen ausgebaut und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir fühlen uns super wohl da drin und haben richtig Bock, jetzt damit loszureisen. Unser großes Abenteuer ist nämlich, dass wir von Deutschland aus bis nach Südafrika runterfahren wollen, über den Landweg. Und dafür haben wir dieses Fahrzeug speziell ausgerüstet, deshalb eben auch das ganze Offroad-Equipment und diese minimalistische Ausstattung, weil wir nämlich planen, die nächsten 1 bis 2 Jahre mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Und wir sind schon unterwegs. Wir sind unterwegs. Gestern losgefahren, wir sind jetzt gerade in Frankreich, ganz im Norden noch und es geht jetzt los, die große Afrika-Tour. Ja, wir freuen uns, wenn ihr Interesse daran habt, diese Reise zu verfolgen. Abonniert gerne den Kanal, es wird richtig spannend jetzt. Wir sind selber sehr gespannt darauf, was uns jetzt erwartet und wir freuen uns sehr, euch dabei mitzunehmen. Bis dahin. Macht's gut. Bis nächste Woche.